Nach 2 Tagen Fahrt und etwa 1000 Kilometer durch Deutschland und Dänemark haben wir den Hafen von Hirtshals erreicht. Von hier aus geht unsere 3-stündige Fährfahrt in die Hafenstadt Kristiansand in Norwegen. Ab hier beginnt unser Abenteuer zwischen Fjorden und Bergen. Wir fuhren über atemberaubende Straßen vorbei an den ersten Fjorden, die uns erahnen ließen, was uns in den nächsten Wochen erwarten wird. Tag 2 unserer Reise. Unser Ziel war ein kleiner Parkplatz in der Nähe des Leuchtturms der Insel Fjelløy. Hier konnten wir noch etwas das trockene Wetter genießen, denn der morgige Tag versprach viel Regen. Grauer Himmel und immer wieder Regen begleitete uns bei unserer Fahrt. Der Preikestolen war eigentlich heute unser Ziel, doch mit beiden Kindern im Gepäck war diese Wanderung bei dem Wetter leider nicht möglich. Wir entschlossen uns gezwungenermaßen, etwas ins Landesinnere zu fahren. Wir fuhren über die Landschaftsroute Refylke, durch kahles Hochgebirge, vorbei an grün bewachsenen Hügeln, steilen Berghängen und tiefen Fjorden.
Unseren Schlafplatz fanden wir dann an einem Staudamm in der Nähe der Ortschaft Sauda. Dieser lag auf 1000 Höhenmeter, wodurch wir recht kalte Temperaturen in der Nacht bekamen. Weiter ging es in den Norden. Heute wollten wir zum Foringfossen, dem wohl bekanntesten Wasserfall Norwegens. Die größte Freifallstrecke dieses imponierenden Wasserfalls beträgt 145 Meter. Dies bedeutete, einen kleinen Umweg zu nehmen, doch dieser hat sich sehr gelohnt. Um zu unserem nächtlichen Schlafplatz zu gelangen, fuhren wir fast 20 Minuten über eine mit Schlaglöchern übersäte Schotterstraße ohne jegliche Zivilisation in der Nähe. Bei Vikafjell im Stolzheim Naturreservat verbrachten wir einsam die Nacht auf 1200 Höhenmeter. Nur schwer konnten wir uns von diesem magischen Ort trennen. Dieser sollte uns als schönster unserer Reise in Erinnerung bleiben. Doch wollten wir am heutigen Tag etwas Strecke weiter in den Norden machen. Wir haben es dann am späten Nachmittag bis Nordfjordeid geschafft. Hier wollten wir ein bisschen die Stadt erkunden, doch hatten um 17 Uhr bereits alle Geschäfte geschlossen. Abends hatten wir dann bei unserem Stellplatz am Hafen einen schönen Sonnenuntergang.
Am 6. Tag unserer Reise führte uns der Weg entlang der Fjorde bis hin zur Insel Vaxjoj. Dort verbrachten wir einige Stunden am Refixjanten, einer der schönsten Sandstrände Norwegens. Die anschließende Nacht verbrachten wir am Djupvik-Vatnet, einem kleinen See auf der Insel Gurskoja. Hier bekam unser Kanu bei bestem Wetter seinen ersten Einsatz. Heute stand die Stadt Ålesund auf dem Plan. Diese ist 1904 bei einem Brand, ausgelöst durch eine umgefallene Petroleumlampe, größtenteils abgebrannt. Die Innenstadt wurde im wunderschönen Jugendstil wieder neu aufgebaut. Immer weiter in den Norden führte uns unser Weg. Wir fanden dann einen ruhigen Platz am Tomrefjord, während die Sonne vorerst für die nächsten Tage hinter den Bergen verschwand. Am 8. Tag war es endlich soweit. Wir hatten heute die Atlantikstraße auf dem Plan, die auch als Straße des Meeres bekannt ist. Auf dieser Landschaftsroute schlängeln sich 8 Brücken zwischen Inseln, Holmen und Schären. Sie gilt als eine der schönsten Straßen der Welt.
Mit einem kleinen Aufenthalt in Kristiansund haben wir auch unseren nördlichsten Punkt der Reise erreicht. Wir beenden den vorerst letzten Tag am Meer auf der Insel Avarö. Unser Weg führte uns ab jetzt wieder zurück in den Süden. Die Landschaft veränderte sich sehr schnell. Aus kahl gewachsenen Landschaften wurden grüne herbstliche Wälder in einer sehr besonderen Heidelandschaft. Mit der Hoffnung, Rentiere oder Elche zu sichten, war unser nächtlicher Schlafplatz der Rondane Nationalpark. Raus aus der Natur rein in die Hauptstadt. Mit einem kurzen Zwischenstopp in Lillehammer und einem Spaziergang durch Oslo verbrachten wir unseren letzten Abend in Norwegen an einem Badesee in Jessheim. Heute passierten wir die Grenze von Schweden. Klassische rote Holzhäuser säumten unseren Weg, bis wir unseren Stellplatz an einem typischen schwedischen See gefunden haben. Über die Øresundbrücke führte unser Weg zurück nach Dänemark. 2 weitere Tage verbrachten wir in Kopenhagen und auf der Autoinsel Rømø, bis wir letztendlich unseren Heimweg zurück nach Deutschland antraten. Nach 4.842 Kilometer Fahrt sind wir mit einer Menge Erlebnissen wieder zu Hause angekommen. Wir wurden auf unserer Reise immer wieder von Regen verfolgt, wodurch wir so manche Pläne ändern mussten. Dennoch haben wir dieses naturgeballte Land lieben gelernt. Es gibt nur noch eins zu sagen: Norwegen, wir kommen wieder.